Plötzlich sitze ich im Staatsarchiv in St. Gallen und habe die Originalakte von damals, von dem Prozess vor mir, wo drauf steht «Frida Keller, Mord. Punkt». Ich habe das so vor mir und denke, okay, und das ist jetzt irgendwie meine Aufgabe. Hallo, ich bin Julia Buchmann, ich bin 29 und spiele im Kinofilm «Fridas Fall» von Maria Brändle die Hauptrolle von Frida Keller. Der Film spielt 1904 in St. Gallen und handelt von Frida Keller, die unehelich schwanger wird und entscheidet, ihren Sohn ernstlich umzubringen. Sie wird zur Kindsmörderin und der Film ist geprägt von dem Gerichtsprozess, wo nach wahren Begebenheiten erzählt wird. Niemand hätte von der Schande erfahren, die auf mir lastet. Vielleicht versteht irgendjemand, wie ich zu dem Unmensch geworden bin, wo ich heute bin. Ich habe mir anders vorgestellt. Wölf tarnt sich gerne im Schafpelz. Das ist eine Mörderin, Erna, eine Mörderin! Ich habe mir nie die Frage nach der Moral gestellt. Das hat mich wie nie interessiert an dieser Figur. Mich hat die Frau, der Mensch interessiert und die Umstände. Also wie ist sie in ihrem Leben an dem Punkt gekommen, wo da für sie das Einzige oder das Richtige war? Und ist der Tod, der Mord an ihrem Sohn für den Sohn denkt, also aus der Frida ihrer Perspektive, wirklich das Schlimmste? Oder ist es auch auf eine Art und Weise eine Erlösung von einer Gesellschaft, wo er ein uneheliches Kind gewesen wäre? Für mich war es mega wichtig im ersten Schritt in dieser Annäherung, dass ich mich auf Fakten zuerst mal gestützt habe. Plötzlich sitze ich im Staatsarchiv in St. Gallen und habe die Originalakte von damals, von dem Prozess vor mir, wo drauf steht «Frida Keller, Mord. Punkt». Und ich habe das so vor mir und denke, okay, und das ist jetzt irgendwie meine Aufgabe. Ich habe wirklich stundenlang die Akten gewälzt. Es war mega spannend, von Zeugenbefragungen über eben auch die Lebensberichte, wo sie handschriftlich notiert hat in den Zellen dort mal. Das hat mir wahnsinnig viel gegeben, so wirklich mich mit dem Leben, was ich vorher schon so gesagt habe, mit dieser Materie mich auseinandersetzen und nicht mit irgendeinem Konstrukt oder einem Geist oder von einem Bild, das ich mir mache. Das hat mir irgendwie so geholfen. Ich sage mal, die Stimme von dieser Beschäftigung mit dem Thema, auch die Wut, die Traurigkeit, das ist etwas, was mich als Frau mega fest beschäftigt und mir umso mehr dann auf einer spielerischen Ebene eine Kraft gegeben hat. Und ich habe es so schön gefunden, da auch irgendwo zu platzieren und auch zu sagen, wir machen jetzt den Film als Entwurf, als Abbild. Man kann drauf schauen und über das Thema nachdenken. Hat für mich mega so eine Kraft entwickelt, dass ich da auch in irgendetwas hineinfliessen lassen kann und wir uns mit so einem Thema beschäftigen. Ich glaube, noch hinzufügend, so was auch hilft. Wir haben so oft auch einfach, wenn die Kameras aus sind, irgendwie gelacht, weil irgendwas war. Also es hat trotz aller Tragik auch eine Leichtigkeit gehabt. Und ich glaube, das habe ich auch mega gebraucht, weil die Amplitude von dieser Tragik muss man irgendwie durchbrechen. Und da haben wir uns, glaube ich, alle zusammen auch mega viel schenken. Ja, ich hoffe, dass das Publikum angeregt wird, sich darüber zu unterhalten und Sachen zu hinterfragen, auch sich selber, wie schnell wir alle Menschen verurteilen, beurteilen. Der Film ist wahnsinnig menschlich, weil er so nah an diesen Figuren aufgebaut worden ist. Weil ich meine, es sind 120 Jahre, was irgendwie gar nicht so viel ist, und trotzdem ist es viel, wenn man schaut, was schon sich verändert hat. Also diese Ambivalenz, finde ich, zeigt der Film in einer extremen Klarheit auf. Es sind so viele Menschen, die da beteiligt sind, die so viel Energie gegeben haben, diese Geschichte zu erzählen. Und das ist etwas, was mich sehr berührt, weil ich finde, es ist eine wichtige Geschichte. Und ich finde es schön, dass wir der Frida auch noch mal eine Stimme gegeben haben, die sie vor 120 Jahren nicht hatte. Und wir das beleuchtet und auch kritisch hinterfragen. Und dass so viele Menschen mit Herzblut an dem Film geschafft haben.
das ist wirklich eine Teamleistung.